Hallo, liebe Stickgemeinde und herzlich willkommen zu einem neuen Monatsupdate. Ja, ich freue mich sehr. Heute kann ich euch das Update für den Monat Mai zeigen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe das Gefühl, die Zeit rast nur so dahin, denn kaum hat ein Monat begonnen, ist es auch schon wieder vorbei. Ja, aber das Gute daran ist, ich kann euch dann wieder ein Monatsupdate zeigen. Ja, im Mai habe ich doch wieder einiges geschafft. Ich habe an 6 verschiedenen Kreuzstichprojekten gearbeitet. Dazu muss ich sagen, es gab keinen Neuanstich, sondern es sind alles bekannte Projekte. Dann hatte ich auch Lust, Perlen zu sticken. Da hatte ich dann einen Neuanfang. Und dann habe ich auch noch an einem Embroidery Kit gearbeitet. Und auch da gab es einen Neuanfang. Ja, und ich denke, wir starten dann gleich durch. Ich werde mit dem kleinsten Kreuzstichprojekt anfangen bis zum größten. Danach kommt das Perlenstickprojekt und zum Abschluss noch das Embroidery-Projekt. Ja, und es kann auch schon losgehen. Das erste Projekt, was ich euch zeigen möchte, ihr kennt es. Es sind die Gänse for Mushrooms von der Firma Joy Sunday. Das Bild hat 30 Farben. Es wird 56 Stiche hoch mal 73 Stiche breit. Ja, es ist ein Teilbild und ich sticke es auf 14 Count Aida und wie ihr seht ein Vordruckbild. Ich habe es im April 2025 gestartet und habe das Bild im Rahmen einer Kooperation erhalten, und zwar mit der Firma VIP Cross Stitch. Also falls ihr auch Interesse habt, bei dieser Firma zu bestellen, ich habe da noch einen gültigen Rabattcode von 10%. Ihr findet ihn in meiner Beschreibung und ja, ihr könnt damit 10% auf eure Bestellung sparen. Ja, die Gänse. Was habe ich geschafft? Und zwar, ich habe circa die Hälfte des Bildes jetzt fertig. Also die Gans habe ich fertig gestickt und auch hier das Gras ist fertig. Ich werde es euch mal von der Nähe zeigen. Denn bei den Vordruckbildern sieht man meistens nicht so gut den Unterschied. Ja, das Vorherbild habt ihr natürlich wieder eingeblendet. Ja, so ab und zu mache ich ein paar Stiche daran, wenn ich Zeit finde. Es geht langsam dahin, aber es wächst das Bild. Ja, die Gänse von der Firma Joy Sunday. Dann kommen wir zum zweiten Projekt. Und auch, ja, wie gesagt, ihr kennt ja alle Projekte, es sind ja alles WIPs. Das zweite Projekt ist das Seaview Girl. Ich habe auch hier wieder eine Nadel vergessen. Ja, das Seaview Girl ist auch von der Firma Joy Sunday. Das Bild hat 41 Farben und es wird 148 Stiche hoch mal 109 Stiche breit. Ich sticke es auf 16 Count Aida, Vordruckbild, wie ihr seht, und gestartet habe ich es auch im April 2025. Ja, was habe ich geschafft? Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut erkennen kann, aber hier der Hintergrund, also der Himmel ist das ja, und die Wolken sind fertig. Ich zeige es euch mal aus der Nähe wieder. Da kann man es doch besser erkennen. Ich habe euch da ja auch mitgenommen bei einer Stickzeit. Und ja, ich denke, wenn ich dann auf dieser Seite arbeite, kann ich euch auch gerne wieder mitnehmen und wir können ein bisschen plaudern. Ja, Seaview Girl von der Firma Joy Sunday.
Dann kommen wir zum dritten Projekt. Auch das kennt ihr von einer Stickzeit. Da habe ich euch schon zweimal mitgenommen. Ja, es ist der Erdbeerzwerg von der Marke Spring Brand. Das Bild hat 58 Farben. Ja, es wird 217 mal 217 Stiche groß. Ihr seht, es ist auch ein Teilbild. Ich sticke es auf 14 Count AIDA und habe ich auch im April gestartet. Ja, im Vergleich zum letzten Mal, was ist dazugekommen? Ich habe hier also diese Erdbeere fertig gestickt und zwischen den Erdbeeren, da haben wir auch gemeinsam in der Stickzeit gestickt. Ja, ich denke, ich werde euch auch nächstes Monat wieder mitnehmen bei einer Stickzeit. Er lässt sich wirklich sehr gut sticken. Es wird ja mit ägyptischer Baumwolle gestickt und da verwende ich auch immer das Wachs, damit mir das Garn nicht verknotet. Aber es lässt sich recht gut versticken. Ja, mehr gibt es da auch nicht zu sagen zum Erdbeerzwerg. Ich finde, die Erdbeeren kommen wirklich, wirklich gut heraus. Ein sehr, sehr schönes Motiv und es macht einfach Laune, daran zu sticken. Ja, und wir sind dann auch schon bei Projekt Nummer 4. Dieses Mal ein Bild im gezählten Kreuzstich, also kein Vordruckbild. Ja, es ist die Peppermint Rose von der Firma The Cross Stitch Studio. Es war damals im Jahr 2023 der Mystery Soul. Ich habe es auch gestartet im Januar 2023. Ja, es wird 275 mal 275 Stiche groß. Das Bild hat ganze 99 Farben. Und was soll ich euch sagen? Unglaubliches Konfetti. Konfetti, Konfetti, Konfetti. Egal ob am Hintergrund oder an der Rose, es ist unglaubliches Konfetti. Ja, was habe ich dieses Monat geschafft? Und zwar ist das eine Seite. Das heißt, ich habe ein Page Finish und ich hatte ja hier angefangen, wie ihr seht im Vorherbild, und ich habe die Seite jetzt fertiggestellt und ich habe 2723 Stiche geschafft und bin jetzt insgesamt bei 55,54%. Es sind jetzt 3,6% dazugekommen, aber es geht sehr, sehr langsam voran. Ja, ich habe mir im Mai vorgenommen, also ich hatte mir vorgenommen, täglich 100 Stiche an dem Bild zu sticken, aber ich habe das zwar nicht ganz geschafft, aber wie gesagt, über 2700 Stiche trotzdem gemacht. Ja, es ist wirklich sehr mühsam, da es wirklich, also das Bild ist Konfetti pur. Würde ich jetzt nicht für einen Anfänger vorschlagen. Ich arbeite immer mit backenden Fäden, aber wenn ich ein Page Finish habe, dann beende ich die Fäden und ja, hier starte ich dann die nächste Seite und werde wieder die Fäden nach unten backen. Ein wunderschönes Motiv, aber meiner Meinung nach schwierig zu sticken. Ja, die Peppermint Rose von der Cross Stitch Studio. Dann kommen wir zu Projekt Nummer 5. Ein riesiges Projekt.
die Laterne. Die Laterne, ja, ich habe es euch schon öfters gezeigt in einem Monatsupdate, denn das habe ich auch gestartet im Dezember 2024. Es ist von der Marke Spring Brand und die Laterne wird 362 x 362 Stiche groß und ich sticke sie auch auf 16 Count AIDA. Ja, das Bild hat 90 Farben und auch hier, es ist Konfetti. Es ist alles Konfetti. Der Hintergrund war sehr einfach zu sticken, aber jetzt, wo ich an der Laterne angekommen bin, geht es sehr, sehr langsam voran. Wie ihr seht, arbeite ich auch hier mit gebarkten Fäden. Ja, ich habe dieses Monat nur 300 Stiche geschafft, und zwar in diesem Bereich. Bin jetzt insgesamt bei 11,14% und das sind 0,23%, diese 300 Stiche. Also es geht sehr, sehr langsam voran. Momentan habe ich auch nicht sehr viel Lust daran zu sticken, muss ich sagen. Ja, darum weiß ich nicht, ob ich dann jetzt im Juni auch noch daran sticken werde. Ja, noch dazu, ich bin ja dann in Urlaub. Also das Projekt werde ich nicht mitnehmen. Es ist viel zu riesig zum Mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall das Seaview Girl, das ihr vorher gesehen habt, mitnehmen. Das ist recht einfach zu sticken. Es sind viel Color Blocking. Ja, das stickt sich dann sehr angenehm im Urlaub. Und ich werde sicher auch noch ein zweites Projekt mitnehmen in Urlaub, aber das weiß ich noch nicht so genau, was das werden wird. Ja, ein zweites Projekt darum, da es mir dann irgendwann einfach zu langweilig wird, immer an dem gleichen Projekt zu sticken. Darum habe ich ja auch so viele angefangene Kreuzstichprojekte. Ja, wie gesagt, das ist die Laterne von der Marke Spring Brand. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Kreuzstichprojekt. Also nicht nur die Zeit, auch ich rase dahin. Das letzte Projekt, das kennt ihr natürlich auch. Es ist die Aqua Lady. Ja, an diesem Projekt sticke ich momentan sehr gerne, muss ich sagen. Es macht mir momentan wirklich sehr viel Spaß, an dem Projekt zu sticken. Und darum habe ich auch einiges geschafft dieses Monat. Und zwar 5400 Stiche sind dazugekommen. Auch hier arbeite ich mit barkenden Fäden, wie ihr seht. Ja, was ist dazugekommen? Hier ich würde mal sagen, ja, der obere Teil hatte ich ja schon, wie ihr seht. Aber das alles ist dazugekommen. Natürlich hier ist kaum Konfetti, in den Haaren ist doch einiges dann an Konfetti, aber trotzdem lässt es sich wirklich gut und schnell sticken, also viel schneller als wie die anderen Projekte, was ich euch da gezeigt habe. Und ich denke mir, darum macht es mir auch so viel Spaß daran zu sticken. Ja, die Aqua Lady von der Firma Waterbiz wird 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Also ich zeige euch mal das Ganze. Ja, ihr seht, es ist schon sehr viel noch zu tun. Ja, insgesamt sind das 138.160 Stiche. Das Bild hat 50 Farben und ich sticke es auf 16 Count Vordruck AIDA. Ihr seht es hier, also es wird 50 x 70 cm groß. Ja, gestartet habe ich es im Januar 2025
und habe wirklich jedes Monat daran gestickt. Also Minimum war immer so 2000 Stiche pro Monat. Ja, dieses Monat, wie gesagt, habe ich 5400 Stiche geschafft und bin jetzt bei 15,41%. Das heißt, es sind jetzt 3,91% noch dazugekommen. Ja, also an diesem Bild werde ich auf jeden Fall sticken, dann im Monat Juni, da es mir wirklich Spaß macht. No, und ja, zum Thema Firma Waterbeast, da warte ich ja noch immer auf meinen Auktionsgewinn und da rechne ich auch damit, dass dieser im Juni ankommt. Ich werde euch dann natürlich ein Unboxing zeigen und vermutlich, so wie ich mich kenne, werde ich das Bild natürlich auch ansticken. Ja, das war jetzt einmal die Aqua Lady von der Firma Waterbiz. Ja, und so schnell sind wir auch schon durch mit allen Kreuzstichprojekten. Das heißt, ich habe jetzt noch 2 Projekte für euch zum Zeigen. Und ja, das nächste ist dann mein Perlenstickprojekt. Ja, das habe ich schon einige Zeit zu Hause. Es gibt natürlich jetzt kein Vorherbild, da ich es ja neu angestickt habe. Ihr werdet hier auf der Seite natürlich ein Vorschaubild sehen. Und wie ihr erkennen könnt, ist es der Tiger. Ja, es ist auch von einem China-Shop. Ich glaube, das ist 9 Count, wenn ich mich nicht irre. Das Bild hat 18 Farben, also 18 verschiedene Perlenfarben. Aktuell habe ich jetzt 16 Reihen geschafft und eine Reihe hat 106 Perlen. Und das sind jetzt insgesamt nicht ganz 1700 Perlen, die ich geschafft habe. Ja, ich hatte einfach Lust, Perlen zu sticken, habe dann mal in meinem Stash nachgeschaut, was ich da noch so alles habe. Und dann habe ich den Tiger gefunden. Ja, so ab und zu ein paar Perlen sticken macht schon Spaß, aber es wird sicher, also der Hauptfokus liegt natürlich auf Kreuzstich. Das ist mir doch am liebsten. Und so ab und zu was anderes wie Embroidery oder Perlensticken dazwischen macht natürlich auch Spaß. Ja, ja, ist doch einiges dazugekommen. Die Perlen lassen sich ja doch viel schneller sticken als wie die Kreuze. Ja, das ist der Tiger. Ein Perlenstickprojekt. Ich zeige euch nochmal die Perlen aus der Nähe. Also ihr seht diese chinesischen Perlenstickbilder, die haben ja viel größere Perlen und es sind Plastikperlen, keine Glasperlen. Ja, aber ich finde, er kommt gut raus. Bin gespannt, wenn ich dann weiter bin, wie er sich noch entwickelt. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Projekt, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar ein Embroidery Kit. Ja, ihr seht es, man erkennt es ja gleich, es ist der Papagei. Im letzten Monatsupdate habe ich ja noch an dem Kürbis gearbeitet, aber ja, es hat mir nicht gefallen, wie der Kürbis bei mir so rauskommt. Es hat mir auch von einigen Blättern die Farbzusammenstellung nicht gefallen. Ja, und ja, es ist mir die Lust daran zu sticken vergangen. Ich werde dann irgendwann diese Blätter, die mir bei dem Kürbis nicht gefallen haben, wieder auftrennen und dann, ja, dann werde ich wieder weiter sticken. Aber das ist jetzt mal nicht in naher Zukunft. Ja, also der Papagei.
ein Neuanstich. Ich finde, was ich bis jetzt sehe, ich werde auch noch ein bisschen näher kommen, kommt er doch ganz gut raus. Ja, die Farben entsprechen jetzt nicht ganz dem Vorschaubild, alleine schon der Stoff hat eine andere Farbe. Ähm, ja, aber ja, er entwickelt sich gut. Ja, also zum Thema Embroidery kann ich euch auch noch den Kanal Carinas Ecke empfehlen. Also sie hat da schon einige Kits gestickt, sie hat da auch viel mehr Erfahrung als wie ich. Und ja, wenn ihr wirklich an Embroidery interessiert seid, schaut euch den Kanal an. Sie macht da wirklich schöne Embroidery Kits. Ja, wie gesagt, mein Fokus wird nicht auf Embroidery liegen. Ab und zu werde ich zwar daran sticken, aber ich bin eine Kreuzstich-Lady. Ja, ja. Und dann wären wir auch schon fertig mit dem Update für den Monat Mai. Ja, was habe ich jetzt als nächstes noch vor? Äh, Es wird wieder mehrere Stickzeiten geben. Ich versuche ja jetzt einmal pro Woche ein Video hochzuladen und das wird dann meistens der Freitag sein. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Ich versuche so regelmäßig, wie es geht, es einzuhalten, aber ja, immer wird es nicht möglich sein. Dann bin ich ja im Juni im Urlaub. Da habe ich dann aber auch schon Videos vorgedreht. Also ich habe da zum Beispiel das Unboxing für euch von dem Fairy Brand Design. Da freue ich mich ja wirklich drauf, es euch zu zeigen. Und ja, lasst euch noch überraschen, was noch so alles kommt. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.